Aber Victoria ist so unkompliziert und sie ist die Erste, bei der mir alle anderen komplett egal sind. Okay. Sturm der Liebe. Hallo Leute, herzlich willkommen zur zweiten Folge von meinem Reaction-Channel, bei dem ich auf Szenenbilder von Filmen und Serien reagiere. Heute habe ich einen ganz besonderen Gast bei mir, und zwar Daniela. Daniela ist Creative Director, Cinematographer und Documentary Filmmaker. Und wir reagieren heute gemeinsam auf eine Telenovela. Hast du irgendwas, worauf du besonderen Fokus legen möchtest? Also in irgendeinem Bereich? Jetzt. Sorry, können wir noch mal von vorne anfangen? Ich bin richtig verlegen. Ja, ich glaube, ich will mich eher auf die Story konzentrieren, aber wenn was anderes kommt, dann werde ich sowieso was sagen. Also, ja. Also in der ersten Folge habe ich schon auf eine Telenovela reagiert. Und diese hier ist jetzt auch aus dem Jahr 2005. Und genau, es handelt sich um Sturm der Liebe. Also mein Bezug dazu ist, ich glaube, meine Oma hat entweder davon erfahren, dass diese Serie neu rauskommt oder die schon geschaut. Aber ich habe ziemlich am Anfang schon angefangen, mit ihr das zu schauen und dann immer so Kaffee und Kuchen, weil ich war oft bei meiner Oma nach der Schule. Da gab es immer Kaffee und Kuchen und Sturm der Liebe. Und am Anfang hat es mich gar nicht interessiert und später habe ich es dann auch alleine zu Hause oder mit meiner Mutter geschaut. Religiously nach der Schule um 3 Uhr bin ich nach Hause gerannt, um Sturm der Liebe zu schauen. Ja. Wie war das bei dir? Ich weiß auch nicht mehr. Ich glaube, also ich habe Sturm der Liebe mit meiner Mutter geguckt. Ich weiß gar nicht mehr, wie wir auf Sturm der Liebe gekommen sind, aber ich glaube, wir fanden Samir halt so faszinierend oder fanden das super toll und dann haben wir angefangen zu gucken und dann, ja, ich habe sie auch religiously jeden Tag mit meiner Mutter geguckt. In Sturm der Liebe geht's hauptsächlich um den Fürstenhof, das Hotel in Oberbayern in Bichelheim. Und es gibt die Familie Saalfeld, die dieses Hotel besitzt. Und dann kommen immer wieder Leute, die was davon abhaben wollen. Und es werden immer wieder Anteile verschenkt, verkauft, abgenommen. Das ist so das Hauptding. Der Arbeitstitel, der erste oder Projekttitel war das Aschenputtel-Projekt. Und jede Staffel ist in Form eines Märchens geschrieben. Also das sieht man auch so ein bisschen an dem Design von der Schrift und der Musik und allem. Das hat so was Märchenhaftes. Sinn, ja. Genau. Und es gibt das Schloss, es gibt den Traumprinzen, es gibt die Traumfrau und dann gibt's die Bösewichte und so die HelferInnen von den Figuren. Wir schauen uns jetzt die 3. Staffel an, in der ist das Traumpaar Samir und Gregor. Weißt du noch, worum es ging so in der Staffel? Also ich weiß, dass Gregor ein Arzt ist. Und nicht Tansania. Samir aus Tansania. Kann auch so ein Kinderbuch sein. Flüchtet, ja, weil ihr Vater sie zwangsverheiraten möchte. Die Eltern kommen beide und der Vater, ich weiß auch nicht mehr genau, was passiert, aber ich glaube, er möchte es irgendwann wieder gut machen und bringt so einen wertvollen Diamanten mit. Und damit möchte er Teile vom Fürstenhof kaufen und die seiner Tochter geben als Wiedergutmachung, glaube ich. Dann kommen die Bösewichte ins Spiel, die ihn aus Versehen umbringen. Ja. Und wir steigen jetzt in der Folge ein. Folge, ich weiß jetzt nicht genau, ich glaube 379, in der der Vater schon verstorben ist und jetzt ihr Traumprinz verdächtigt wird, den Vater umgebracht zu haben, um diesen Diamanten zu stehlen. Und die 2 Bösen wollen ihm das auch in die Schuhe schieben. Szenenbildner waren Claudia Walter und Hans-Johann Feldmeier. Cute. Falls jemand recherchieren will.
Also, let's head into it. Inzwischen zweifelt er selbst an seiner Unschuld. Es macht ihn völlig verrückt, dass er sich an überhaupt nichts mehr erinnern kann. Du musst versuchen, ihm Mut zu machen. Das mache ich ja. Ich fand ihre Haare früher immer so toll. Diese Mini-Braids. Du musst doch gemerkt haben, dass das zwischen uns was ganz anderes ist. Ah ja, das ist unsere erste Requisite. Ein Plastikdiamant. Dieser Vater hat irgendwie so einen riesigen Diamanten mitgebracht und den in so einen kleinen Und das ist der Beutelchen Diamant. getragen. Genau, das ist der kostbare afrikanische Diamant. Okay. Und das ist jetzt der Doktor, der den Ja, der Gregor. zufällig gefunden hat. Hier ist Jana Schneider, öffnen Sie die Tür. Und das ist Sie ist die Kommissarin. Die hier mit Okay. Mir ist Ranzon. Bis Samir und Gregor. Christoph Arnold. Dirk Gallagher. Das ist so weich gezeichnet, so dreamy. Ja. Das sind die Bösen, Ja. oder? Ja. Das ist Genau, der Felix. mit einer anderen. Ja. Dann haben die diese nice Animation. Und die weinen immer. Ja, stimmt. Ja, Stunde Liebe. Sollen das, darf ich kurz zurückmachen? Wie heißen denn diese, wenn man diese Blumen, die Ja, man Puste. so, Pusteblumen, genau, das sollen Pusteblumen sein, Ja. oder? Also so wishing ja. for something. Okay. It's deep. Stimmt. Ich dachte erst, es wären Vögel. Da. Ja, genau. Sturm der Liebe. Was haben Sie hier zu suchen? So typisch, dass sie diese Jacke trägt. Ja. Erinnern, was in Das der ist die knallharte Ja. Kommissarin. Und? Können Sie sich erinnern? Sie redet mit einer anderen Person, die weit weg ist. Die Musik. Ja. Ah ja, ganz kurz was zu diesem Hotel. Also es gibt die Gästezimmer, die sind meistens sehr altmodisch eingerichtet und sollen so ein bisschen, glaube ich, nostalgisch und romantisch wirken. Das ist so Barock und Biedermeier. Also diese Möbel in Gold, Rot, Creme, dann Ölgemälde und so vergoldete Lampen. Man sieht in den Zimmern, glaube ich, auch gar keine modernen Geräte, wie so Fernsehen oder Stereoanlagen. Und es soll so ein bisschen aussehen wie diese Grand Hotels. Es gibt das Adlon in Berlin. Es gibt so alte Familienhotels, die irgendwie diesen Stil, es hat auch irgendwie so eine Hotelästhetik, aber die diesen Stil immer noch heute haben. Und dann gibt's die moderneren Räume, wo tatsächlich auch Familienmitglieder oder andere Leute wohnen. Und die sind dann ganz anders eingerichtet. Genau, und ich weiß jetzt nicht, der Gregor ist jetzt in einem Hotelzimmer. Okay. Ja, mehr zum Fürstenberg und Fürstenhof. Fürstenhof. Und zu dieser Landschaft kann man nachher noch mal was sagen. Aber genau, sie ist die Kommissarin. Was ich vergessen habe, er hat sein Gedächtnis verloren und weiß gerade selber nicht, ob er der Mörder war oder nicht. Deshalb war er auch so erstaunt, dass er jetzt den Diamanten in der Hand hatte. Okay. Und wir wissen ja nicht, wo er ihn jetzt versteckt hat. Herr Saalfeld, in Ihrem Hotel ist ein Mord geschehen. Sie sollten mich besser unterstützen, anstatt mir Steine in den Weg zu legen. Und Sie? Erinnern Sie sich? Gibt es nun neue Erkenntnisse oder nicht? Er ist doch nicht der Detektiv. Ich kenne mich jetzt nicht so gut mit Epochen aus und kann da nicht die Merkmale so wirklich gut
ablesen. Aber so wie ich das verstanden habe, ist es kein einheitlicher Stil aus einer bestimmten Epoche, sondern so ein bisschen ein Mix aus allen möglichen Epochen. Also Neobarock, Neoklassizismus, Gründerzeit, Biedermeier und alles so um 18. bis 19. Jahrhundert. Und wurde ein bisschen zusammengemischt und soll diese Märchenlogik einfach wiedergeben. Also es ist ein Traumschloss, es ist in einer Fantasiewelt, es gibt keine moderne Technik in diesen Zimmern. In diesem Zimmer sieht man eben auch die neobarocken und Biedermeier Elemente. Wir haben hier einmal diese Tagesdecke, die auch in den Hotelfarben Rot und Gold, so wie auch das Logo ganz am Anfang, gehalten ist, und ich denke, dass die Hotelzimmer alle gleich aussehen und daher diese Hotelfarben auch die Farben in den einzelnen Zimmern sind. Wir haben außerdem die 2 Sessel, die vielleicht Biedermeier sind, keine Ahnung. Und dann eben Ölbilder im Hintergrund und Verzierungen, so goldene Elemente an den Lampen und an den Bilderrahmen. Es war ein Fehler, dass wir uns wegen Gregor zerstritten haben. Wenn du ihn weiterhin verdächtigst, dann weißt du... Das ist vorbei. Wirklich? Wir müssen zusammenhalten. Wir haben ja nur noch uns beide. Lass uns Was auch witzig sind immer die Komparsinnen, weil die im Hintergrund nicht wirklich reden sollen, glaube ich. Und das ist auch so ein... Es gibt nämlich so Telenovela-Tropes und ich glaube, das soll auch so übertrieben sein und dann sind da immer Leute, die entweder irgendwie gestikulieren oder sonst was machen, aber die reden nie. Da werde ich jetzt mal drauf achten. Und die Stimmen werden dann, glaube ich, danach eingefügt. So. Ich habe mal einen Teil, ich weiß, das ist jetzt ein ganz anderer Film, aber ich habe mal so einen Tyler Perry-Film geguckt. Da waren die in einem Restaurant und die hatten noch alle Essen auf dem Tisch, aber dann haben die Luft zerschnitten. Gabeln. Ja, das war so schlimm. Aber es war sehr witzig, ja. Ist mir gerade eingefallen. Wie witzig. Aber absichtlich oder man hat es einfach gesehen? Keine Ahnung, ja. Ich weiß auch nicht, was die sich dabei gedacht haben. Aber vielleicht wollten die nicht mehrmals essen. Stimmt, ja. Und das war dann der beste Take. Mama, Gregor, er gehört zu mir. Gregor ist der Mörder. Das ist jetzt sicher. Woher willst du das wissen? Die Kommissarin verhaftet ihn gerade. Aber das darf sie nicht, er ist unschuldig. Ah ja, das ist zum Beispiel jetzt ein bewohntes Zimmer. Das ist moderner, stimmt, das sieht man sofort. Stimmt, Japanese. Unser Mörder hat sich Stimmt, daran erinnere ich mich. Das heißt ja noch lange nichts. Sind auch so die Lampen, eigentlich genau, das ganze Dekor ist anders. Ja. Ich habe es der Witwe Opote gesteckt, die ist zur Kommissarin gerannt. Und just in diesem Moment müsste sie den Doktor mit dem Diamanten in der Hand erwischen. Ich habe so ein Interview gelesen mit der Szenenbildnerin. Die Räume sind immer nach den Persönlichkeiten von den Charakteren eingerichtet. Der Raum ist nicht richtig beleuchtet und ich glaube, die sollen so ein bisschen zwielichtig aussehen. Ja, mit den, wie heißen die nochmal? Rollo? Ja, genau. Rollos? Nee, das sind nicht Rollos, sind die man so runter... Jalousie? Jalousie. Wir wissen, was wir meinen. Jalousie ist auch Eifersucht. Pretty deep. Und es ist nur so halb offen. Man weiß nicht wirklich, was los ist. Genau. Und okay, das macht Sinn, ja. Und dann anscheinend, also zum Beispiel in der ersten Staffel waren die oder in irgendeiner Staffel hatten die Bösewichte so kühle Blautöne, weil die dann, aber ich glaube, diese beiden hier, die bereuen auch, was sie gemacht haben. Aber wollen es halt trotzdem jemand anders in die Schuhe schieben. Aber dann gab es auch noch so super Böse, die dann wirklich so eiskalte Dekors hatten. Jeder, der an seinem Verstand zweifelt, sucht wie ein Irrer nach dem kleinsten Hinweis auf ein Stückchen Wahrheit. Und unseren Doktor wird es den Kopf kosten. Das ist doch total auffällig. Ja. Vor allem hat er den dann aus dem Fenster geschmissen. Ja, also... Und da ist der Alfons. Ist doch Alfons. Ja, nicht Alfonso, das ist ein bisschen... Wow.
Aber das finde ich jetzt auch unrealistisch, weil wieso nimmt der den Diamanten jetzt? Jetzt könnten die dem das doch vorwerfen. Ja. Das ist das Restaurant. Ja, ich habe irgendwie gedacht, das ist viel fancier gewesen. Das Hotelrestaurant, haben wir ja gerade gesagt, finden wir ein bisschen enttäuschend und unspektakulär. Aber es entspricht schon auch meiner Vorstellung von einem Kurhotel-Restaurant, so ein bisschen gemütlich, hat auch ein bisschen was von guter Stube mit der Holztäfelung, aber trotzdem auch eine Exklusivität. Wir haben wieder die typischen Hotelfarben, Creme, Rot, Gold und Holz. Hier dunkles Holz und dann auch noch die Blumen, die ganz frisch aus dem Gewächshaus gepflückt wurden und hier präsentiert werden. Dann natürlich die obligatorischen Ölbilder und das gute Porzellan. Ich finde, bei diesen Bildern merkt man halt, die sind in den Fundus gegangen und haben alle alten Bilder mitgenommen und da aufgehangen. Ich finde, die sind auch sehr forgettable. Ist irgendwas passiert? Komm, raus mit der Sprache. Ich habe mit Marc geschlafen. Oh. Who is Marc? Ist das der von eben? Weiß ich nicht. Selbstanzeige bei der Polizei, das ist ein Geständnis. Wahrscheinlich. Aber nichts anderes übrig, was man mich hat. Warum holt er den jetzt raus? Alter! Ja. Du musst ihn doch nicht jetzt da draußen Die Wand kann angucken. doch nicht kaputt gehen. Eben. Das ist Glas. fake. Oh. Eine Imitation. Ja. Ja, so sieht's so aus. Aber jemand hat das Ding anfertigen lassen, im Zimmer deponiert, damit Sie es finden und dabei von der Kommissarin überrascht werden. Frau Kommissarin, was macht die Mörderjagd? Hast du nichts zu tun? Ich würde mal sagen, wir schauen hier ganz genau hin. Wir haben einmal die Vorhänge, die sehr elegant drapiert wurden. Dieses Mal in Blau und Gold. Also sie haben unser Hotelrot rausgeschmissen aus diesem Raum. Die Kronleuchter, Lampen, Kerzenständer finde ich richtig gut. Die sind auch in allen möglichen Räumen vorhanden. Finde ich sehr extra. Halt so modernes Barock, finde ich, könnte man auch mal wieder irgendwo so einführen als neue Produktreihe. Die Sessel und das Sofa und der Schrank sind auch wie aus einem Antiquitätenladen. Ein bisschen Biedermeier, ein bisschen, keine Ahnung, Chesterfield Uhrensessel heißen die, mit diesen Knöpfen drin. Und auf dem Sofa, ich glaube, das ist so ein weißes Samtsofa, ist noch eine Kordel mit Quaste, also mit diesem Bommel dran. Die finde ich auch immer ziemlich cool. Ich finde so ein paar Details, eigentlich fände ich es cool, das auch in modernere Wohnungen wieder einzuführen. Meinst du, die sind Geschwister? Dienstgeheimnis. Wie kommst du da drauf? Ich finde, die Augen sind ähnlich. Also in echt oder da drin? Also da drin, dass die Leute gecastet haben. Weil er hat doch was mit der Sache zu tun. Jana, niemand hier im Fürstenhof kann sich vorstellen, dass er ein Mörder ist. Der erinnert mich ein bisschen an Gonzo González von Wilden Kerle. Jetzt sag aber bitte nicht, Ja, dass der oder? immer an den Ort des Verbrechens Aber der war damals noch... Ja, das ist der nicht. Aber der hat irgendwie ein Ja, das will ich nach so einem ähnliches Blackout auch machen. Gesicht. Die Augen. Hey ho, bei meiner alten Freundin Staraya Riba. Das nenne ich einen Empfang. Aber... Meinst du, sie gefällt dir? Wem? Wem deiner Schwester natürlich. Ja. Ah, dann ist er der Freund. Das ist Simon, okay. Ich will nur eine Kleinigkeit kaufen, aber dann habe ich an jeder Ecke was. Ich will halt wissen, wer Marc ist. Das ist wirklich Wahnsinn. Ich hätte mir nie vorstellen können, mit einer Frau sogar zusammen zu wohnen. Aber Victoria ist so unkompliziert und Ja. sie ist die Erste, bei der mir alle anderen komplett egal sind. Okay.
Das sind sehr gute Voraussetzungen. Okay. Dankeschön. Oh oh. Nein. Da haben die was. Was ist? Ich möchte gerne nochmal dazu sagen, der Fürstenhof ist ein 5-Sterne-Hotel. Es gibt das Hauptgebäude, was man am Anfang auch in dem Trailer gesehen hat. Dann gibt es einen Ostflügel, einen Westflügel, ein Gestüt, ich glaube Tennisplätze, noch irgendwas und diesen Garten vor dem, das Gewächshaus und noch diesen größeren Garten. Guck mal, das hier habe ich mich gefragt. Glaubst du, das ist seine Wohnung? Und ist das so ein bisschen, Tansania. Also er hat auf jeden Fall, ich weiß nicht, ob das so stereotypisch sind. Was ist das? Wie heißt ja, dieses so Material? Korken, Ja, genau. Weiden. Und dann diese Lampe finde ich auch. Vielleicht. Das hat er, wie nennt man das? Jungle Fever. Er war nämlich auch in Tansania. Ah ja, siehste. Als sie... That's his preference. Ich habe mir ja noch 1, 2 andere Folgen angeschaut und die Darstellung von dem Vater war so daneben in den Folgen, in denen er auftaucht, und da wird die ganze Zeit davon gesprochen, dass es ja quasi so da, wo der herkommt, bei den Wilden, da kann man das schon mal so machen, dass man irgendwen verheiratet, aber wir sind hier im zivilisierten Oh Gott, Bayern. okay. Und die Folge, wo Samir auftaucht, ist auch richtig problematic, weil sie da auch so, also halt um Hilfe sucht und dann irgendwen anspricht und dann wirft er ihr vor, sie ausgeraubt zu haben und sagt dann bei der zweiten Begegnung, fragt er dann nochmal, ob sie Deutsch, sie sprechen doch Deutsch, oder? Und sie hat davor schon so richtig auf Hochdeutsch irgendwas erzählt. War ja klar. Und ich finde, das ist so voll auch beschreibend für die Zeit, so in den 2000ern. Ich weiß nicht, wie es jetzt ist in kleinen Orten, aber wenn man da irgendwas über Afrika gesagt hat, dann war das echt so Dschungel oder Busch, und niemand wusste auch nur eine einzige echte Sache über den Kontinent. Ich glaube, das ist heutzutage immer noch so, um ehrlich zu sein. Ja, wahrscheinlich. Ich meine, das Beste wäre gewesen, dass Samir einfach nur da ist und ihr African-Sein nicht, also klar, da ist so, aber das ist nicht irgendwie eine, ich versuche gerade zu entkommen, ich fliehe vom African-Sein eigentlich, dass es nicht darum geht, sondern dass it just happens to be a black woman. Aber das können die halt nicht, weil es muss irgendeine Struggle-Story sein, damit es für die Target Audience interessant ist. Weil nur so macht es Sinn, weil warum sollte sonst eine schwarze Frau die Prinzessin sein? Ja. Können wir noch mal miteinander reden? Vernünftig, meine ich? Ich hab dir gesagt, was ich von dir halte. Also lass mich einfach in Ruhe, ja? Aber wir müssen doch eine Basis finden, wie wir beide miteinander arbeiten können. So ist das doch kaum auszuhalten. Warum sind die denn so laut? Wie unprofessionell. Ja. Die Wohnung hat auch romantische Züge durch die Farben und auch so ein bisschen Landhaus durch das Sofa und die Wandtäfelung. Aber im Vergleich zu den Gästezimmern ist sie schon in der Gegenwart positioniert und nicht in der Traumwelt vom Fürstenhof. Die Hauptfarben sind Violett oder Weinrot und Weiß. Und das war absoluter Trend in den 2000ern, soweit ich mich erinnern kann. Mitten im Raum
steht das Ektrop Ikea-Sofa, was ein absoluter Klassiker ist. Ich wollte das früher auch unbedingt haben, weil ich so diese Landhaus-Traumvorstellung für einen kurzen, vielleicht war es nur ein Sommer in meiner Jugend, wo ich mich so ein bisschen in so einem Landhaus gesehen habe. Dann finde ich richtig funny, dass im Hintergrund dieser shabby chic Schreibtisch oder Esstisch steht. Das war ja auch der absolute Renner in den 2000ern und 2010ern. Absoluter Trend damals. Und dann stehen da noch diese Weidenbündel in der Vase rechts hinten. Der Simon hat ja vorhin noch diese Pflanze da hinten gekauft, die Palme, und auch schon direkt ins Wohnzimmer gestellt. Also das Interior wächst auch noch anscheinend. Es kommen immer neue Sachen dazu. Ich habe mir auch ein paar Bilder von Schöner Wohnen aus der Zeit angeschaut und ich wollte nochmal abgleichen, ob das wirklich in diese Richtung gegangen ist. Und ich finde, ich habe da so ein paar Bilder von 2006 und 2007 rausgesucht, die gehen schon in diese Richtung. Also die beiden haben sich da schon, ja, irgendwie eingerichtet. Oder sie hatten vielleicht einen Einsatz in 4 Wänden und die Tine ist gekommen und hat denen so einen fetziges, groovy 2000er Wohnzimmer eingerichtet. Diese Familie hat ein wenig Hilfe verdient und nötig. Ich habe dich nicht dazu gezwungen, mit mir zu schlafen, verdammt nochmal. Ja, es war ein Fehler. Ja, aber von uns beiden. Gleich kommt der mach mich nicht Freund allein aus dafür dem Bad. Ich will einfach nur, dass du mich in Ruhe lässt und mir nicht Ja, und jetzt knutschen die wieder. Das habe ich überhaupt nicht nötig. Oder? Die stehen schon viel zu... Ja. Dann hast du wohl doch ein Problem. Ja. Oh nein. Oh, doch nicht? Okay. Oh, war ja klar. Oh mein Gott, was war das? Oh, Leute. Oh Gott. Was hat das denn so richtig? Hat so Ja, oh Gott. Ja, früher dachte man, dass sowas romantisch ist. Also sie können einfach nicht anders. Aber wow, wir haben auch nicht abgeschlossen. Irgendwas passiert jetzt. Ja. Die Musik ist schon so dramatisch. Wie sehr ich dich begehre. Und das ist jetzt so ein lila, sexy Ja, Raum. oh stimmt. Aber die Musik ist so dramatisch. Irgendwas Da. Schlimmes passiert. Ja, da haben wir es. Du, ich habe meinen Terminkalender vergessen. Ah, ist nicht abgeschlossen. Ist doch Wo bist du abgeschlossen. denn? Ja, doch. Ja, zack, zack. Die Vera hat sich heute früh kurzfristig entschlossen, nach Afrika zurückzugehen. Afrika. Okay. Well, das war die Folge. Die Folge. 50 Minuten. Ja, was ist dein Gefühl, das jetzt nach so langer Zeit mal wieder gesehen zu haben? Mir war damals nicht bewusst, dass die alle so schlecht schauspielen. Sorry. Ja, muss man mal sagen. Und manche haben da halt echt diese Synchronsprechstimme. Ja. Vor allem die Kommissarin und diese Ex-Freundin. Ja. Die haben so, ich sag dir nicht, was ich mache. Ja. Geredet. Die reden auch, also viele, Samia redet auch sehr langsam, finde ich. Die reagiert auch sehr langsam. Ja, genau. Und übertreibt auch. Genau. Aber ja, es kommen irgendwie ganz viele Erinnerungen hoch und ich bin mir auch ehrlich gesagt gar nicht mehr sicher, wann ich angefangen habe, die Staffel zu gucken. Ich glaube, ich habe das gar nicht gesehen, wie Samia angekommen ist. Das muss dann später gewesen sein. Ja. Ja, und wie ist es für dich? Also ich erinnere mich an die Gesichter und die Charaktere, aber ich kann mich überhaupt nicht an so echte Szenen erinnern, was da so passiert. Genau. Und ich fand es jetzt schon, ich hatte so das Gefühl, das passiert eigentlich echt wenig. Es ist sehr dramatisch, aber eigentlich reden die ganze Zeit nur. Stimmt. Und während die reden, tun die auch nicht viel. Die bewegen sich so von einer Ecke im Raum zur anderen, diskutieren. Genau. Aber jetzt hätte ich gar nicht mehr die Geduld,
mir da so eine ganze Folge anzuschauen. Ich auch nicht. Man sagt ja immer show and don't tell, aber hier ist es tell and not show. Glaubst du, das war eine Filler-Episode? Ich glaube, es passieren ein paar Sachen und dann füllen die einfach jede Episode. Ja. Weil sonst kann da ja nicht jeden Tag, jedes Jahr was passieren. Weil eigentlich sind wir genau am selben Punkt wie am Anfang der Folge. Und ich glaube ja, eigentlich ist das mit dem Mord die Main Story, aber was das Spannendste war, dass Vera und der Typ jetzt nochmal miteinander schlafen wollten und dann der Simon nach Hause kam. Stimmt, das war der das das war das Spannende. Naja, okay. Well, thanks for watching. Danke, dass du da warst, um das zu dissecten. Yes. Und ja, schreibt uns in die Kommentare, was ihr von Sturm der Liebe haltet. Genau. Und von dieser Episode. Ja. Und dann bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ciao.